Hallo, schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich eine elegant aussehende Vorspeise, die viel einfacher zu realisieren ist, als man denkt, aber vor allem ist sie lecker. Man braucht dafür gegarte rote Beete. Ich muss gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben gekochte rote Beete gekauft habe, denn rote Beete selber kochen ist ganz einfach. Ich koche immer wenigstens 2 Stück, dann lohnt sich der Aufwand. Man nimmt einfach 2 mittelgroße und am besten gleich große rote Beeten und gibt sie in einen so gerade ausreichend großen Topf. Sie werden mit Wasser aufgegossen. Es kommt großzügig Salz dazu und des Weiteren ein Esslöffel Essig, irgendein Essig, es muss nichts Besonderes sein. Man bringt alles zum Kochen und dreht dann die Hitzezufuhr auf eine kleine Stufe. Wie ihr vielleicht sehen könnt, verfärbt sich das Kochwasser relativ schnell etwas rot. Während des Kochens neigt das Wasser zum Überkochen und das gibt schnell rote Flecken. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, lege ich den Deckel, wie gezeigt, immer etwas schräg auf den Topfrand. Dann kann die Hitze entweichen und die Sudelei hält sich in Grenzen. Die Kochzeit beträgt je nach Größe der Beeten 45 bis 60 Minuten. Nach 45 Minuten probiere ich hier mit einem Zahnstocher mein Glück. Das Gemüse fühlte sich weich an, also kann das Kochwasser abgegossen werden und die roten Beeten können auskühlen. Zum Entfernen der äußeren Haut kann man die Beeten auf eine Gabel aufspießen und pellen, wie man zum Beispiel Pellkartoffeln pellt. Oder man schnappt sich 2 Tücher Haushaltspapier und reibt die roten Beeten damit ab. Die Haut bleibt am Papier hängen und man hat eine schöne Oberfläche. Hier schneide ich den Wurzelstrunk ab, damit ich eine glatte Schnittfläche habe. Denn jetzt verwende ich diese Mandoline, mit deren Hilfe ich dünne Scheiben hobele. Hier habe ich einen einfachen weißen Teller, der gibt einen schönen Kontrast zu den roten Scheiben, die jetzt kreisrund darauf verteilt werden. Dabei kann man auch darauf achten, dass zerfledderte Kanten der Scheiben nicht nach außen, sondern nach innen gelegt werden. Wer will, kann auch zuerst einen Ring auf den Teller legen, damit man einen schönen runden Kreis erhält, oder man kann auch 5 gerade sein lassen. Für einen schönen Glanz könnte man die Scheiben auch noch hauchdünn mit etwas Olivenöl bestreichen. Der Teller ist vorbereitet und wird zur Seite gestellt. Hier habe ich etwas Klarsichtfolie auf einem Brett. Darauf lege ich, wie gezeigt, 2 Scheiben Gravetlachs, und zwar so, dass die Seite mit dem Dill an der Kante nach unten und nach außen zeigt, damit man sie später besser sehen kann. Wie man Gravetlachs selber macht, zeige ich in diesem Video. Jetzt wird die Füllung für den Lachs zubereitet. In eine Schüssel habe ich hier 60 Gramm Frischkäse gegeben, auch Cream Cheese genannt. Den kann man ganz einfach selber machen. Ich zeige das ebenfalls in dem Video zum Gravetlachs. Zum Frischkäse werden 2 Teelöffel geschnittener Schnittlauch gegeben und etwas Pfeffer. Gesalzen werden muss nicht. Wenn man noch Reste vom Lachs hat, kann man diese klein gewürfelt dazugeben, ebenso wie fein gewürfelte Zwiebel, vielleicht 1 bis 2 Teelöffel. Für die Säure wird noch 1 Teelöffel Zitronensaft über den Frischkäse gegeben. Dann wird alles verrührt. Falls die Masse zu fest ist und sich schlecht vermischen lässt, so wie hier, gibt man noch vielleicht 1 Teelöffel Wasser dazu. Aber Vorsicht! Zu viel lässt sich schlecht rückgängig machen, lieber noch ein zweites Mal nachgießen. Jetzt wird der Lachs gefüllt. Ich mache das hier einfach mit 2 Löffeln, wie gezeigt. Man kann das sicherlich auch mit einem Dressiersack machen, das wäre eleganter und bestimmt auch professioneller.
aber für 2 Portionen lohnt sich der Aufwand mit dem Spülen nicht. Ich achte immer auch darauf, nach dem Kochen mit dem Aufräumen der Küche nicht zu viel Arbeit zu haben. Der Lachs wird mit Hilfe der Klarsichtfolie aufgewickelt. Das war's auch schon. Bis hierhin kann man alles vorbereiten. Zum Servieren wird der Lachs auf das Carpaccio gelegt. Darum herum wird mit Zwiebeln verziert, welche ich mehr oder weniger geglückt in Ringe geschnitten habe. Auf den Lachs lege ich noch einen Zitronenschnitz, der ruhig ein bisschen größer hätte sein können. Beinahe hätte ich auch noch die Kapern vergessen, die neben den Zwiebeln platziert werden. Sie dienen nicht nur der Zierde, sie geben darüber hinaus einen würzigen Geschmack. Das war es auch schon, es kann gegessen werden. Der erdige Geschmack der roten Beeten passt sehr gut zum Lachs. Man reicht Brot dazu, Toastbrot, Baguette oder je nach Vorliebe etwas anderes. Vielleicht probiert ihr dieses Essen ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Carpaccio von roten Beeten mit gefülltem Gravet-Lachs für 2 Personen. Eine mittelgroße rote Beete gegart, 4 bis 5 Scheiben Gravet-Lachs, 50 bis 60 Gramm Frischkäse, Pfeffer, 2 Teelöffel Schnittlauch fein geschnitten, 1 Teelöffel Zitronensaft, eine Zwiebel, 2 Teelöffel Kapern in Salz, nicht Essig, 2 Zitronenschnitze. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.